Moin Leute, hinter mir seht ihr den neuen Kim's-Tisch, den haben wir heute Nacht eingebaut. Davor haben wir den alten abgerissen, das war natürlich ein Heidenspaß, war was anderes als immer nur was Neues zu bauen. Wie wir das gemacht haben, das seht ihr dann gleich. Wir machen jetzt hier gerade die ganzen Kabel unter der Anlage ab. Also ich stecke die hier ab und die nehmen die oben dann runter. Hast du das? Kannst du das mal abnehmen? Ja. Das ist wie eine Bombe entschärfen. Also grundsätzlich wollen wir ja diese ganze Fläche erneuern. Also da hinten das Betonwerk und hier diese Kirmesfläche, das wird alles hier abgetrennt. Natürlich können wir das nicht im laufenden Betrieb machen, ist klar. Deswegen machen wir das ja jetzt nachts, bereiten das vor und der Gast bekommt davon in Anführungsstrichen nicht so viel mit. Also ich zeichne jetzt hier mal den Originalschnitt an, wo wir nachher auch im Original schneiden müssen. Wir werden ein bisschen weiter diesseits von dem Schnitt schneiden, damit wir danach nochmal genau nacharbeiten können, um ein besseres Resultat zu bekommen. Das mache ich jetzt einfach. Ich habe einen Plan ausgedruckt, eine Wasserwaage, einen Zollstock. So. I'm a simple man. I work from 9 to 5. I just need a tender love to keep me satisfied. Let me in your kitchen and I'll turn off the light. Do you know I'm coming home tonight? Don't do 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 do. Don't do 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 do. Help me, babe. Alright. I don't understand the way you make me feel. I will climb a mountain just to let you know it's real. Break my bread and I can drink your wine. Girl, you know I'm coming home. Girl, you know I'm coming home tonight. Ich habe da mal ein kleines Stück von der Anlage abgeoperiert. Das könnten wir noch an ein Bauunternehmen. Guck mal, das mit Zeitung. Ich werde verrückt. Aus welchem Jahr? Das ist die Brücke, damit das, ich weiß nicht, die Dämmung. Man hat früher einfach sehr dekadent gebaut. Also nein, nicht dekadent. Man hat ja mit den Erfahrungen gelernt. Und früher hat man gebaut und hat gesagt, es muss nicht eine Person tragen. Es muss einfach nur schön aussehen. Man hat nicht über Servicefreundlichkeit nachgedacht. Weder von unten noch von oben. Was geht ab? Gleis hast du. Ist okay. Mach weiter. Lass dich nicht stören. Gleis. Ja, ist egal. Wichtiges Okay. Gleis? Nein, nein. Du sägst schon unten den Spand mit an. Säg mal nicht mehr. Entweder sägst du hier vorne. Okay. Genau. Naja, das Sägeblatt ist so ein bisschen hin. Ja, mit der Tigersäge kommen wir da jetzt nicht mehr lang, weil da unten ein Spand läuft. Und deswegen nehme ich jetzt die Stichsäge. Da komme ich einfach besser lang. Ja, eigentlich wollten wir vorne den Teil behalten, aber da wird wohl ziemlich viel Aufwand sein, das wieder zu restaurieren. Also muss man mal gucken, vielleicht macht man sonst einfach die oberste Platte nochmal neu. Ja, gucken wir nachher mal.
alle Leitungen haben wir vorher abgeknipst, dass wir jetzt eigentlich nichts treffen können. Ich hoffe, dass wir auch nichts getroffen haben, was werden wir später sehen. Wollen wir rumdrehen, so Richtung da? Ich hänge hier noch und den. Ja. Der ist noch spannend. Nochmal so? Ja, machen wir nochmal so. Ja. Und nochmal zurück? Und nochmal zurück und nochmal. Ja. Jo. Bitteschön, Ihre Kirmes. Könnt ihr Geil. das so abholen, ist so ein Schmuckstück. Jetzt so hoch. Jetzt drehen wir ihn auf die Seite. Und gucken, was alles noch los war. Und dann schrauben wir die ganzen Füße ab. Also wie man hier sehen kann, ist der alte Tisch natürlich fachgerecht demontiert worden. Morgen Abend steht hier hoffentlich dann schon der neue Tisch und den werden wir dann verbinden mit dem alten Tisch. So dass das hier alles fest ist. Weil wenn wir da angipsen und das bewegt sich nachher und arbeitet ein bisschen, dann wollen wir nicht, dass es da reißt. Deswegen müssen wir unbedingt den neuen Tisch an den alten Tisch quasi anbringen. Das ist hier die Brücke von Gaston und der hat darum gebeten, dass wir die möglichst fachgerecht ausbauen, damit die heile bleibt. Und er möchte sich die irgendwie dann hinstellen als Erinnerung. Ich weiß nicht genau. Ich glaube, das ist eine mit der ersten Brücken, die er hier gebaut hat, wenn ich mich nicht täusche. Ich glaube schon. Ja, die allererste Brücke. Genau. Deswegen sind wir da natürlich besonders vorsichtig und dann soll er die auch kriegen. Nur für dich, Gaston. Es ist Wenn das der Chef sieht, die teuren Fliesen. Oh Gott, ja, die Füße Fliesen. sollen noch. Die Fliesen sind Sonderware, die kriegt er ich nicht sag- mehr da, hat sein Mann gesagt. Er kriegt auch keinen Bonsai, Trittbrett mehr. Ja, wenn man jetzt oben in Harz kommt, ist da ein riesengroßes Loch drin. Da war früher mal die alte Kirmes. Damit sie das wieder füllt, kommt jetzt die neue Kirmes hoch. Und jetzt müssen wir einfach zusehen, dass wir die Grundplatte für die Kirmes einmal hochkriegen. Das Problem von der jetzigen Grundplatte ist einfach dieses komische Maß. Das müssen wir irgendwie durch unser Treppenhaus durchschleifen. Mal sehen, wie das klappt. Das schmalste Ende und dann so ein weißes Fleisch. Deswegen stehen wir hier. Alter! Guck, ich kann gar nichts machen. Das ist dein neuer Schreibtisch. Und jetzt können wir halt versuchen, ob wir es gleich so in der Schräglage, aber dann könnt ihr so schlecht packen. Oder wollen wir es erstmal kurz absetzen? Jetzt erstmal so flach und dann einmal drehen. Was auf die Kante da stehen. Kann man jetzt gleich das Geländer davor? Einen Meter. Also es wird. Da müssen wir noch Nur die Anlage, glaube ich, oder? Jetzt versuchen wir es einfach mal. Ja, aber Aber hängt ja nirgends durch. Ne? Ja. Durchhängt. Dann wo kommt die hin? Ungefähr. Genau so kommt sie ja. Hier ist der Anschluss. Also das Problem ist beim Rausreißen immer, man entdeckt immer mehr Probleme, als man vorher gesehen hat. Und wie man jetzt da hinten im Hintergrund erkennen kann, mussten wir deutlich mehr von der Landschaft wegreißen, weil das ganze Zeug sowieso so wackelig war und so instabil. Jetzt haben wir uns entschieden, erstmal Wiesen und Felder weg, dann wird der Tisch aufgebaut als nächstes und dann müssen wir wieder neu gipsen und neu begrünen. Okay, in die Richtung. Ja, und jetzt müssen wir noch versuchen, hier noch ein bisschen weg. Ja. Dann müssen wir halt, wenn das morgen früh ist, das festschafft, Erik, dann müssen wir vielleicht noch zweites Mal genauer Die hinschieben. machen ja nur Streifen ab in der Drehschleife, dass er, obwohl der kann gar nicht umkippen. Ich stehe jetzt hier mitten im Harz in unserer Kirmesbaustelle und werde als nächstes hier mal die ganzen Bäume absammeln in dem Bereich, weil wir dahinter die Landschaft neu mit begrünen wollen, damit es ein bisschen frischer und schöner aussieht.
Ja, schönen Dank, dass ihr soweit erstmal zugesehen habt. Judith, Michel und Fatih haben hier ordentlich rumgerackert, haben alles rausgerissen. Wir haben jetzt die neue Platte eingetragen und das Ganze ist so umfangreich, dass wir eine zweite Folge davon rausbringen werden. Die wird in Kürze folgen. Und da seht ihr dann, wie das Gelände mit Gips aufmodelliert wird, wie wir begrünen und die Fläche besanden und alles, was so im Kleinkram noch in der Landschaft passiert. Moin aus dem Wunderland. Soll ich das direkt in die Kamera? Achso, ist wichtig. Ja, aber was soll ich denn machen? Moin aus dem Wunderland. Das ist die Nacht der Nächte. Heute liegt es an uns, ja? Das ist ganz wichtig. Mann, ich kann das nicht so. Moin aus dem Wunderland. Heute ist die Nacht. Ich bin kein Profi, Digga. Ich bin Tischler, Digga. Ach, moin, moin aus dem Wunderland. So, Oniva. Kein Pornokanal. Warte, ich bin noch nicht scharf. Ach, er ist noch nicht scharf. Klick einfach dabei. Ja, sorry, ey, muss ich das hier mitmachen, wenn der scharf ist, der Typ da?